Von den Bergen bis ans Meer. Wir haben unsere Fahrräder bepackt, um einmal quer durch Deutschland zu fahren. Wir starten in Füssen und wollen über Radwegenetze bis nach Wismar an der Ostsee. Was wir dabei erleben und vom eigenen Land kennenlernen, welche Orte wir entdecken und was sich anzuschauen lohnt, halten wir hier fest. Für uns ist das der erste Versuch eines Reiseblogs, was man auch oft genug merkt. Doch vor allem ist es persönlich. Es ist die Deutschlandfahrt, von den Bergen bis ans Meer. Mal gucken, wie das alles in diese beiden Fahrradtaschen passen soll. So, 7 Uhr morgens und es geht los. Fahrräder sind gepackt und auf geht's zum Bahnhof. Einfahrt ICE 515 nach Stuttgart Hauptbahnhof über Köln Hauptbahnhof. Abfahrt 9:27 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt. Ja, wir hatten die 105, aber die gibt's nicht. Ja, erst Oberleitungsstörung, dann zigmal umgeleitet, dann doch wieder Bahnhöfe ausgelassen, damit wir pünktlich in Stuttgart zumindest ankommen. Da müssen wir auch umsteigen. Mal sehen, wir kommen um 13:14 planmäßig an und 13:14 fährt planmäßig der Anschluss nach Augsburg weiter. Wir versuchen natürlich zu rennen, mal gucken. Oder vielleicht wartet er auch, vielleicht kommen wir auch ein paar Minuten eher an oder vielleicht hat der andere ja ein bisschen Verspätung, das wird uns ja recht kommen. Und der Anschlusszug hat wohl keine Plätze mehr für Fahrräder. Da gucken wir natürlich auch, ob wir dann trotzdem reinkommen. Ansonsten kommt eine Stunde später noch einer. IC, der dann wohl Plätze hat. Ja, wir müssen gleich rennen, können dann nicht filmen, aber dann werden wir berichten. Jo, also wir haben nicht direkt den Anschluss bekommen, weil der Zug sich noch mehr verspätet hat, aber wir haben jetzt zum Glück noch Plätze in einem IC bekommen. Hier ist auch ganz viel Platz. Mit dem IC im Fahrrad ist doch entspannter. Das mit dem ICE zu fahren, das war für uns auch die Premiere. Ja, es waren auch irgendwie nur 5, 6 Plätze oder so und die anderen waren abgeschraubt. Wir hatten ja auch einen, der gar nicht da war und dann ist es die ganze Zeit hin und her gewackelt. Also im ICE ist es irgendwie noch nicht so ganz ausgereift, aber hier im IC ist recht entspannt. Ja, der gerade so entspannte IC Fährt nicht? fährt nicht. Steht zwar, fährt aber nicht. Grund war, irgendwie springt er nicht an und wir wissen nicht warum. Oder ne, irgendwie fährt er nicht los. Ja. Und Ja, jetzt fährt er gar nicht. Nehmen wir den nächsten in einer Stunde. In einer Stunde, genau. Aber jetzt ist keine Stunde mehr. Also jetzt nur noch eine halbe Stunde. Ich wollte einmal nachfragen, ich habe schon gehört, Sie sind ausgebucht, aber wir haben nur ein kleines Zelt. Und die Zeltwiese kann man ja auch nicht vorreservieren. Ich wollte mir jetzt fragen, ob trotzdem noch was frei wäre. Ja, wir würden noch kommen. Okay, ja, alles klar. Okay, alles klar, danke. Jo, die sind ausgebucht. Endlich am Campingplatz angekommen. Jawohl, man kann es kaum glauben, wir sind endlich da. Ah, ja. Und ich habe Biergarten gelesen. Das hört sich schon mal gut an. Jetzt muss nur noch ein Platz frei sein, aber das hatten sie eigentlich am Telefon schon gesagt. Der andere war schon ausgebucht. Und ja, jetzt sind wir hier. Nach über 12, 13 Stunden. Ja, heute bei der Sonne waren wir jetzt schon heute Morgen schwimmen und hier am Badesee. Und gleich geht es noch zum Schloss Neuschwanstein, da haben wir schon Tickets vorreserviert. Das musste man, ja, 1,5 bis 2 Monate vorher musste man da die Tickets reservieren und da sind wir gleich mal gespannt. Von außen sieht es ja schon super aus, gestern war es angestrahlt. Und Also gesehen haben wir es sogar schon. genau, gesehen haben wir es schon, sind schon vorbeigefahren.
und mal gucken, ob es von innen genauso spektakulär ist wie von außen. Ja, wenn alle rundherum, die nach Deutschland reisen, sich immer das Schloss Neuschwanstein angucken, ja, da haben wir gedacht, da müssen wir das doch auch mal machen. (6:45 Uhr). Heute geht's auf die Fahrräder. Jetzt wird erstmal abgebaut und gefrühstückt. Und vielleicht frühstücken wir unterwegs. Aber jetzt geht's los. Die romantische Straße verläuft zwischen Füssen und Würzburg. Wir befahren sie für unsere erste Etappe bis nach Augsburg. Knapp über 100 Kilometer, die wir heute bewältigen werden. Hier sieht's aus wie auf dem Microsoft-Bildschirmschoner. Dieser Hintergrund. Wirklich. Diese Wiesen. Ja, das ist immer so leichte Hügellandschaft halt, Ja. ne? So alles noch so grün. Also jetzt kommen ordentliche Steigungen her. Ich quäl mir hier einen ab als Ruhrpott-Alpinist, der maximal den Schlackeberg bestiegen ist. Und Laura kämpft sich hier hoch, auch ohne zu pedalieren, sondern einfach nur mit Kraft und hohen Gängen, wie ein junges, hüpfendes Bergziglein den Berg hoch. Oh, jetzt wird es gerade flacher. Oh, mal gucken, ob ich aufhole. Puh. Also romantisch ist es, aber mit Gepäck sportlich. Ein bisschen was abgestaubt. Ja, ein bisschen was abgestaubt. Ja. Ja, Äpfel gehen ja weg.
Ja, wir sind jetzt gerade in Schongau. Hier kommt irgendwie alles zusammen an Radwegen und verliert sich aber auch. Und wir suchen die Via Claudia Augusta. Weil wir vorher auf der romantischen Route waren. Genau, von Füssen bis hier waren wir jetzt auf der romantischen. Das war anscheinend die bergigere. Genau. Ups. Und die sehr nette Dame in der Touristeninformation in Peitingen, die uns sogar in der Mittagspause drangenommen hat, sagte, So und so, fertig sahen wir schon aus. fertig waren wir schon. Sagte, dass die Via Claudia Augusta doch wahrscheinlich, sie wusste es nicht ganz genau, aber wahrscheinlich ein bisschen entspannter ist. Und ja, wir gehen auch mal davon aus, dass die Römer doch strategischer geplant haben, als einfach nur schöne Punkte mitzunehmen. Und wir probieren es aus. Oh, das Römer. Und dann sind wir auf etwas völlig Abgefahrenes gestoßen. Wir dachten, solche Momente sind in Reisesendungen immer geskriptet. Aber direkt am Rand des Radweges und mitten in einem Wohngebiet hörten wir plötzlich eine Dampflok pfeifen. Und nach einem Blick über die Hecke wussten wir auch, wo es herkam. Mit einem Modellhaus fing alles an. Und dann so immer, wenn mal Zeit ist, dann wird mal angebastelt, ne? Ja, klar. Schön. Ja, früher haben wir, oder die ersten Jahre hat man halt im Winter noch diese Bausätze, die Häuser baut. Noch. Ja, genau. Das sieht so Und perfekt heute haben sie dann teilweise, weil sie teilweise schon 8, 10 oder 11 Jahre stehen, die Häuser, haben sie halt altersbedingt noch halt auch gealtert nachher. Ja, aber es sieht ja so aus, als müsste es so, ne? Ja, ja. Ja, vielen Dank für den Einblick. Ja, bitteschön. Und dann noch viel Erfolg beim Ja. Weitermachen, ne? Ja, jetzt habe ich noch eine Bitte. Ich habe nämlich ein Gästebuch. Würdest du dich eintragen? Ja, sehr gerne. Ja, machen wir. Das habe ich da vorne an der Terrasse. Ich muss jetzt eine neue Seite anfangen. Ja, mache ich Ja? doch. Ja, so hat es ausgeschaut im Winter. Dann ist es auch schon Zeit, einen Zeltplatz für die Nacht zu suchen. 105 Kilometer sind es heute geworden und wir haben es gerade noch geschafft, unser Zelt im Trockenen aufzubauen. Vor den Toren Augsburgs finden wir dieses schöne Plätzchen am Lech, wo sich Radler und Angler gute Nacht sagen. Tag 5 insgesamt, Tag 2 auf unserer Fahrradtour. Und Es regnet. Seit heute Morgen. ja, eigentlich schon seit gestern Abend, ne? Alles ist nass. Gestern haben wir das Zelt schon nass eingepackt. Dann ist es irgendwie im Laufe des Tages nicht trocken geworden. Dann haben wir es nass wieder aufgebaut und jetzt ist es noch nasser geworden. Und ja, jetzt fängt es schon wieder an. Jetzt haben wir gerade einen trockenen Moment abgepasst. Ja. Aber wir hatten einen sehr schönen Zeltplatz. Man sieht es vielleicht. Na, direkt am Wasser, direkt an. Man sieht es. Also wir konnten gut spülen. Wir hätten bestimmt auch gut schwimmen gehen können, wenn es wärmer gewesen wäre. Ja. Ja, jetzt packen wir schnell, damit wir noch zumindest im Trockenen loskommen und unterwegs dann erst nass werden. Am schönsten sind die Teile, wo man einfach nur so rollen kann. Ein bisschen Luft holen. Aber dann, das geht meistens nicht so lang. Geht meistens direkt bergauf. Lang. Oh. Schotter, Steine. Scharfe Linkskurve. Schlechte Wegstrecke. Ja, gemerkt. Danke für den Hinweis. Vielleicht 50 Meter eher vor der Kurve. Wir sind noch eine Stunde bis Augsburg reingefahren im Regen. Jetzt ist alles klatschnass, aber ja, das trocknet auch schon wieder. Heute versuchen wir es noch bis Donauwörth zu schaffen. Und kurz hinter Augsburg sind wir durch ein zweites Oberhausen gefahren, wie unsere Heimatstadt, die im Ruhrgebiet heißt. Und man glaubt es kaum, hier gibt es sogar
Gasometer. Also es scheint so, als wäre das irgendwie Corporate Design unter Oberhausen. Man könnte das Bündnis der 2 Türme oder sowas vielleicht gründen. Ja, wir fühlen uns fast heimisch, aber es geht weiter. So, wir haben jetzt einen schönen Platz gefunden, um zu zelten, und den Naturweiher bei Bertholdsheim oder so. Ja, nach sehr langer, anstrengender Fahrradtour, und deswegen hoffen wir jetzt, also die Sonne geht gerade unter und jetzt können wir noch einmal schnell ins Wasser springen und uns einmal noch erfrischen und sauber machen. Genau. Ja, gute Nacht.